Heute, am letzten Tag des Jahres, sage ich all meinen Zuschauern herzlichen Dank für das Interesse an meinem Kanal. Herzlichen Dank für das Anschauen, für das Liken und für das Kommentieren. Zum Jahresausklang möchte ich euch mit auf eine kleine Reise nehmen, auf eine kleine Reise nach Panama. Vielleicht interessiert der eine oder andere von euch sich auch für das Auswandern im Ruhestand. Warum nicht ausgerechnet Panama? Welche Vorteile hat Panama? Gibt es Nachteile? Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten? Ja, und vor allen Dingen, was ist mit der Steuer, wenn man als Rentner in Panama lebt? Falls du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, lohnt sich das auf jeden Fall, um keine Inhalte mehr zu verpassen. Drücke auch gerne die Glocke, gebe einen Daumen nach oben und teile deine Meinung unten in den Kommentaren. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Jutta Martin Steuern einfach erklärt. Bleibe unbedingt dran, denn am Ende des Videos verrate ich, wie das mit der Steuer als Rentner in Panama ist. Sei also gespannt. Immer mehr deutsche Ruheständler zieht es nach einem arbeitsreichen Leben in wärmere Regionen, oft auch wegen Altersbeschwerden wie zum Beispiel Rheuma. Ein Land davon ist Panama, das bei deutschen Rentnern als Altersruhesitz auch beliebt ist. Wie reist man nach Panama ein? Zur Einreise ist ein Reisepass notwendig, der mindestens noch 6 Monate gültig ist, und ein Weiterflug- oder Rückflugticket. Das ist ganz wichtig, sonst kommt man nicht nach Panama rein. Die Einreise ist bis zu 90 Tage ohne Visum möglich. Verlässt man für 3 Tage das Land und reist wieder ein, kann man erneut 180 Tage in Panama verbringen. Das aktuelle Thema Impfungen muss jeder für sich selbst recherchieren, weil es da fast wirklich täglich Änderungen gibt. Um ein Rentnervisum beantragen zu können, benötigt man mindestens $1.000 monatliche Rente. Also es gibt da kein Mindestalter, man muss lediglich lebenslang eine Rente beziehen, die mindestens $1.000 beträgt. Für jedes weitere Familienmitglied benötigt man $250, also als Rentner-Ehepaar $1.250. Es ist also relativ einfach, ein Visum zu bekommen. Als Rentner kann man dann das sogenannte Pensionärsvisum beantragen. Dieses Visum bedeutet eine uneingeschränkte Aufenthaltsgenehmigung für Panama. Dazu muss man nachweisen, dass man eine lebenslange Rente von mindestens $1.000 bezieht, das was ich eben schon erwähnt habe. Das Verfahren, eine Daueraufenthaltsgenehmigung zu bekommen, ist also sehr einfach. Panama betreibt eine wirklich kluge Einwanderungspolitik. Rentner sind in Panama generell sehr gerne willkommen, weil sie ja auch durch das Konsumieren die Wirtschaft mit ankurbeln. Derzeit leben schon etwa über 1.000 deutsche Rentner in Panama. Nach 5 Jahren kann der Antrag auf panamaische Staatsbürgerschaft gestellt werden. Ja, Panama ist ungefähr 12 Flugstunden von Deutschland entfernt. Und bitte informiert euch auf der aktuellen Webseite vom Auswärtigen Amt, da sind täglich neue Meldungen. Wie sieht es mit den Lebenshaltungskosten aus in Panama? Also im Vergleich zu Deutschland sind die Lebenshaltungskosten in Panama etwas günstiger. Man kommt also mit 900 bis 1.000 Euro pro Kopf ganz gut über die Runden und kann schon relativ ordentlich leben. Ausnahme bietet natürlich die Hauptstadt Panama City. Da benötigt man etwa das Doppelte. Panama City ist eine hochmoderne Metropole. Es gibt Supermärkte mit europäischen Produkten aus Spanien, Italien und Holland. Also Panama ist kein Billigland. Es gibt Länder, in denen man wesentlich günstiger leben kann. Also das muss mal eindeutig gesagt werden. In Panama kann man Obst, Gemüse und Fisch auf den Märkten kaufen. Rentner bekommen an vielen Stellen, und das ist wirklich gesetzlich vorgeschrieben, 25% Rabatt, zum Beispiel in Restaurants, bei Flügen, bei der Stromrechnung oder in Krankenhäusern gibt es also Preisnachlässe von, ich sag mal, 20 bis 50%, sogar 25% so im Durchschnitt. Durch den Panama-Kanal, den kennen eigentlich alle, denke ich mal, hat dieses sehr kleine Land auch beträchtliche Einnahmen und ist eines der wirtschaftlich reichsten und stärksten Länder in Lateinamerika.
Die Hauptwährung ist der US-Dollar. Ein US-Dollar ist gleich ein panamaischer Balboa. Die offizielle Landeswährung ist der Balboa. Er ist im Verhältnis 1:1 fest an den US-Dollar gekoppelt. Wie sieht das Klima aus in Panama? Ja, also fast ganzjährig sind ca. 30 Grad und viele bezeichnen Panama als das Paradies. Panama hat herrliche Strände und eben fast ganzjährig ein stabiles, warmes Klima und eine wahnsinnig schöne Naturvielfalt. Panama ist ein sehr schmales Land und liegt zwischen Kolumbien und Costa Rica. Auf der einen Seite ist der Pazifik und auf der anderen Seite der Atlantik. In der Mitte des Landes befinden sich die Kordilleren, eine hohe Gebirgskette. Panama City ist an der Pazifikküste. Wie sieht es mit der Krankenversicherung in Panama aus? Also unsere gesetzliche Krankenkasse greift in Panama nicht. Entweder hat man eine Langzeitauslandskrankenversicherung oder eine internationale Krankenversicherung. Es gibt gute und auch günstige internationale Auslandskrankenversicherungen. Also weltweit günstig ist die Krankenversicherung Cigna. Sagt man so, dass sie weltweit als günstig gilt. Ich weiß es nicht. Das müsst ihr da dann selber recherchieren. Das Gesundheitssystem ist viel besser, als oft geglaubt wird. Also im Notfall bekommt man recht schnell Hilfe. In den ländlichen Gebieten ist die Gesundheitsversorgung zwar gewährleistet, aber lange nicht auf dem Niveau von Panama City oder von der Großstadt David. Das private Krankensystem hat ein Spitzenniveau. Es gibt viele international ausgebildete Ärzte und viele kommen auch aus den USA. Ja, und dann gibt es noch das öffentliche Gesundheitssystem, das nicht so gut ausgestattet ist. Für Panama benötigt man also eine international gültige Krankenversicherung. Auf der Seite hier www.mypanama.net/service-Versicherung kann man über Krankenversicherungen, die für Panama greifen könnten, nachrecherchieren. Welche Sprache spricht man in Panama? Nun, die Amtssprache in Panama ist Spanisch. Das Spanisch in Panama unterscheidet sich allerdings von dem Spanisch, das in Spanien gesprochen wird. Viele Einwohner sprechen auch sehr gut Englisch. In den ländlichen Regionen kommt man mit Englisch allerdings nicht sehr weit. Also in der Hauptstadt ist das kein Problem, aber auf dem Land sollte man schon Spanisch können. Panama hat ungefähr 4,4 Millionen Einwohner. Wie sieht es mit der Rente aus? Auch in Panama erhält man die deutsche Rente oder Pension von einer staatlichen oder privaten Einrichtung. Also die deutsche Rentenversicherung überweist die Rente sowohl auf ein Konto in Deutschland als auch auf ein Konto in Panama. Die Überweisung der Rente auf ein Konto in Panama ist natürlich mit Nachteilen verbunden. Es fallen Bankgebühren an und es kann durch Währungsumrechnungen zu Verlusten kommen. Beliebte Orte. Also ich persönlich war noch nicht in Panama. Ich habe mir sagen lassen, dass die beliebtesten Orte Panama City, Boca del Toro, Insel Contadora und Tabora Island sein sollen. Panama City ist eine hochmoderne Metropole. Boca del Toro ist eher ruhig, idyllisch und genauso die Insel Contadora und dieses Tabora Island. Welche Vorteile bietet Panama? Nun, die Menschen, die sind sehr freundlich und auch sehr relaxed. Das hat man ja allgemein da in der Region. Das Land hat insgesamt einen hohen Ausländeranteil. Rentner erhalten eine Menge Rabatte, wie zum Beispiel im Kino oder auf dem Flughafen für Flugtickets. Das sagte ich vorhin schon kurz. Panama gilt aufgrund seiner Autarkie, also Wasser, Energie und ganzjährige Ernte, wegen seiner Autarkie, seiner wirtschaftsliberalen Politik, seiner politischen Neutralität ohne Militär und seiner Steuergesetzgebung als eines der freiesten Länder der Erde und eines der sichersten Länder Lateinamerikas. Seit 2019 ist die Ausgabe von Plastiktüten in den Supermärkten in Panama verboten.
Wo es Vorteile gibt, gibt es natürlich auch Nachteile. Die Indigene, also die Nomaden, die etwa 25-30% der Bevölkerung ausmachen, dürfen kein Land kaufen. Das ist jetzt für euch kein Nachteil, aber eigentlich schade, also dass die Einheimischen eben kein Land erwerben dürfen. Es ist irgendwie ein komischer Beigeschmack dabei. Ja, was sollte man immer dabei haben? Sonnencreme und Moskitomittel immer. Das ist ganz, ganz wichtig. Für die Steckdosen werden Adapter benötigt. In Panama City ist Gewaltkriminalität sehr verbreitet. Insgesamt gibt es Drogen- und Bandenkriminalität an bestimmten Standorten. Das muss man auch wissen. Im östlichen Landesteil in Richtung Grenze zu Kolumbien befindet sich dichter Regenwald. Es reisen zwar nur wenige in diese Gebiete, aber falls du auch dorthin reisen möchtest, solltest du dich unbedingt gegen Gelbfieber impfen lassen. Jetzt kommen wir zu dem spannenden Punkt der Steuern. Zwischen Deutschland und Panama gibt es kein Doppelbesteuerungsabkommen, also in dem die Besteuerung der Renten geregelt ist. Wer sich länger als 183 Tage in Panama aufhält, ist in Deutschland nur noch beschränkt steuerpflichtig. Beschränkte Steuerpflicht bedeutet, dass ab dem ersten Euro alles in Deutschland versteuert werden muss. Es gibt keine Freibeträge und sonstige Vergünstigungen. Es gibt keine Vermögens-, Erbschafts- oder Schenkungssteuer. Die Mehrwertsteuer beträgt nur 7%, mit Ausnahme von Tabakwaren, da beträgt sie 10%. Auf Kapitalerträge fallen in Panama keine Steuern an. Einkünfte aus dem Ausland werden nicht besteuert bis zu einer Höhe von $11.000. Von $11.000 bis $50.000 beträgt der Steuersatz 15% und über $50.000 beträgt der Steuersatz 25%. Du musst mindestens 158 Tage in Panama leben, um vom Steuermodell zu profitieren bzw. die Steuerpflicht auszulösen. Zinseinnahmen sind ebenfalls steuerfrei. Dann gilt das Territorialsteuersystem. Das bedeutet, dass nur die Einkommen zu besteuern sind, die auch in Panama entstanden sind. Ansonsten ist das Finanzamt Neubrandenburg für dich zuständig. Ich glaube, das werden die meisten ein Leben lang nicht mehr los. Ja, und zusammenfassend ist nochmal zu sagen, also Panama hat sowohl an der Karibik als auch an der Pazifikküste wunderschöne Strände. Das Land hat viele Nationalparks und tropische Regenwälder, also wirklich herrlich. Der Panama-Kanal verbindet Atlantik und Pazifik. Er ist, wen das interessiert, 80 Kilometer lang. Als Vogelparadies steht Panama besonders bei Vogelliebhabern hoch im Kurs. Das wissen auch viele nicht. In Panama City muss man mit Gewaltkriminalität rechnen, das erwähnte ich auch schon. Panama ist ungefähr doppelt so groß wie die Schweiz, hat aber nur halb so viele Einwohner. Panama ist nicht das günstigste Land, aber wunderschön. Man benötigt etwa 12 Flugstunden von Deutschland aus. Auch hier gilt wieder also meine Empfehlung, besuche unbedingt das Land für mehrere Monate, vielleicht mindestens 3, besser 6 Monate am Stück, ehe du dich für das Auswandern dorthin entscheidest. Ja, das deutsche Finanzamt wirst du auch in Panama nicht mehr los. So, das war jetzt ein kleiner Exkurs nach Panama. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr konntet in eine andere Welt eintauchen. Und ja, vielleicht überlegt der eine oder andere, doch das Land in Erwägung zu ziehen. Ich wünsche euch allen von ganzem Herzen einen guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr. Bleibt alle gesund, bleibt mir auf meinem Kanal treu. Vergisst das Abo nicht, den Daumen hoch und die Glocke. Ja, und wir sehen uns dann zum nächsten Video im neuen Jahr wieder. Ich hoffe in alter Frische. Alles Liebe, alles Gute wünscht euch allen Jutta Martin. Kommt gut ins neue Jahr 2022.